Tja, während die meisten Rennradfahrer nach Mallorca fliegen, um dort ihre Kilometer abzuspulen, habe ich mal ganz was anderes gemacht. Ich flog nach Malta. Malta, ja, das ist ein winziger Inselstaat mitten im Mittelmeer, umgeben von azurblauem Wasser. Aber Malta, das bedeutet halt auch extreme Enge, dichter Verkehr, kaum Platz. Die ganze Insel ist gerade mal so groß wie Bremen, hat die Einwohnerzahl ungefähr von Nürnberg. Ja, und was will mich da erwarten? Ist das eine gute Idee gewesen? Ich weiß es nicht. Ich habe es trotzdem gewagt. Ich habe mein Rad eingepackt, bin hingeflogen, um dort die Straßen zu erkunden, um einfach die Landschaft mir anzusehen, gucken, wie ist es da so, kann man dort fahren, kann man dort nicht fahren, war es eine gute Idee? Wir werden sehen, begleitet mich auf meinen Touren über die Insel, findet es heraus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei den folgenden Videos. Hello Merhaba, Lora Fil Kanal TI. Willkommen zurück hier auf einer weiteren Tour auf Malta. Wir sind wieder hier in der Innenstadt. Ich bin ja gerade schon hier um die Altstadt gefahren. Habt ihr im letzten Video gesehen und heute geht es mal auf Tour ein bisschen in den Osten der Insel. Wunderschön, war ich letztes Jahr schon. Und da gibt es so kleine Seitenarme, die dann so in die Bucht hier von Malta reinragen, quasi auf der anderen Seite von dieser Stelle hier. Wunderschön. Und schauen wir uns alles an, fahren dann auch noch an die Küste, fahren einmal so einen Kreis im Südosten rum und fahren dann von Süden wieder hoch nach Valletta. Ungefähr 67 Kilometer oder 60, also sowas zwischen 60 und 70, sagen wir mal. Und ist teilweise Neuland, sah ich bis jetzt auch noch nicht. Letztes Jahr kam ich da nicht so hin. Darum machen wir es dieses Jahr. Also viel Spaß und los geht's. Jetzt bin ich gerade irgendwie den Kreisverkehr da oben dreimal rum. Ich bin dreimal falsch gewesen. Ich habe völlig die Orientierung verloren. Irgendwie habe ich immer den falschen Exit genommen, bis ich dann endlich den richtigen erwischt habe. Und dann kam ich hier an diese Tankstelle und sehe diese Spritpreise hier. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Es flackert ja meistens immer so. Aber ich kann es euch vorlesen. Oben der Diesel 1,21,0. Also nicht immer wie bei uns mit einer 9. Und super, 1,31, dann haben wir noch, weiß nicht, Unleaded, 1,34, Power, 1,49, ist wahrscheinlich Super Plus. AdBlue ist am teuersten. Warum ist AdBlue am teuersten? 1,75, verstehe ich auch nicht. Also, naja, es heißt, wie es will, auf jeden Fall günstiger als bei uns und wohlgemerkt, wir sind ja hier auf einer Insel. Das ganze Zeug muss ja hier erstmal rangekarrt werden. Also meistens teurer auf einer Insel, aber ja, es ist nicht traumhaft, ne? Was so ein bisschen CO2-Steuer ausmacht, ne? Psyche spies from China try to steal your mind's elation, and little girls from Sweet Home Dream silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the head of the world in all the Western civilization. Ja, jetzt sind wir hier in so einem kleinen, was ist das hier, nicht Park, aber so ein kleiner Garten, Il Guardiola oder so ähnlich heißt der. Das ist jetzt die Spitze von dieser kleinen Landzunge und jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Da drüben sind wir heute schon lang um die Altstadt. Ja, da sieht man wieder die Bucht von Valletta mit dem Leuchtturm da hinten. Und jetzt sind wir hier quasi auf der anderen Seite. Leider ist hier jetzt Baustelle. Letztes Jahr konnten wir hier wunderbar die Natur genießen. Jetzt sind die Bagger und die Arbeiter unterwegs hier. Schade. Aber trotzdem hat man hier einen Ausblick. Drüben meine Yacht übrigens. Ja. Und ja, wir gehen noch mal kurz hier vor, dass wir das auch gesehen haben. Und dann geht es auch schon wieder weiter.
Hier die kleinen Ausflugsboote da unten. Ja, und hier hat man so eine Kanzel. Können wir auch mal kurz hingucken. Ja, ist schon schön. Ne? Da oben habe ich letztes Jahr einen Livestream gemacht, falls ihr euch erinnert. Da war diese Parade mit diese Militärparade mit den Kanonen und Wachablösung oder whatever. Und das ist der Aufzug hier. Das ist dieser Barracuda-Aufzug. It's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Oh Lord, hell, take me down now. Ja, hier wird heftig erneuert und verschönert. Okay, dann war es das erstmal hier aus dem Pep Guardiola Garten und wir fahren jetzt einfach mal weiter auf die nächste Landzunge. Ja, hier sind wir jetzt auf dem Weg auf die andere Seite. Da drüben ist sie schon. Das ist alles sehr maritim, sage ich mal. Ganzen kleinen Bötchen und Spielzeuge und Yachten. Wir fahren jetzt einmal hier durch, fahren vorne einmal U-Turn und kommen dann hier drüben auf der anderen Seite raus. Aber das ist schon schön hier, kann man nichts sagen. Bloß der Weg aus Valletta ist ein bisschen nervig mit dem Verkehr. Es geht halt nur eine Straße her und die ist ziemlich stark befahren und so eine vierspurige Straße. Man hat mit dem Rad eigentlich keinen Platz. Ich bin auf dem Gehsteig irgendwie gefahren, da war zumindest auch noch so ein Geländer dazwischen. Aber es lohnt sich hierher zu kommen. Ja, das war jetzt die zweite Landzunge. Il Burgo, glaube ich, heißt sie. Ich schreibe es unten drunter. Ich vergesse sowas immer wieder. Ich habe so eine seltsame Sprache hier, das Maltesisch. Das ist so ein Mix zwischen Italienisch und Arabisch. Beides kann ich nicht oder beiden Sprachen bin ich nicht mächtig.
Die war eigentlich fast schöner wie die erste Landzunge, fand ich. Waren schöne Gassen und bunte Häuser und kleine Plätze mit Cafés, wunderschön. Ich fahre jetzt hier weiter. Wir fahren jetzt raus an die Küste und machen diese Küstenstraße oder Umrundung der Ostseite. Und ja, dann geht es langsam wieder nach Valletta, aber es geht noch ein Stückchen. Das ist auch noch mal so ein Fort, was ich mir bei Komoot rausgesucht habe. Aber ja, kommt man irgendwie nicht rein, selbst wenn man wollte. Tore sind zu, ich weiß auch gar nicht, ob das der offizielle Eingang ist. Auf jeden Fall gesloten, wie die Holländer sagen. Hier ist ein Camper. Wo ist denn der her? Ist das ein Malteser oder kommt der woanders her? Das ist ein Italiener, oder? Ne, wo kommt der denn her? Ne, ist ein Malteser. Ja, das ist so ein kleines schwarzes Kennzeichen, das haben ja die Italiener früher gehabt, dachte ich schon. So, und hier vorne, hier sind die Filmstudios, Malta Filmstudios. Schau das mal an, Universal Studios of Malta, sensationell. So, an der Küste angekommen. Hier ist das Wasser. Super klar. Schauen wir mal her. Wie Leitungswasser. Ja, jetzt sind wir hier. Ich muss mal gucken, wie heißt das hier? Zongkor. Das ist Zongkor und da drüben, das ist Marsaskala. Da fahren wir jetzt auch gleich mal rüber. Fahren dann hier weiter an der Küste. Und ja, ist ein bisschen ein verschlafener Ort hier. Kein Touri-Ort, nichts los hier. Eher so Einheimische, habe ich das Gefühl. Vorne an der Hafenpromenade oder was auch immer das war, da waren ein paar so Kneipen und Cafés, aber hier ist so reine Wohngegend. Also nichts sagend, aber es kommen bestimmt noch bessere Orte. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. A number of the dance. Ja, jetzt musste ich leider diesen Weg hier hochfahren, den ich normalerweise runter wäre. Weil da hinten war eine Straße gesperrt. Jetzt musste ich irgendwie bis Marshall Lock oder wie das heißt. Und jetzt hier quer rüber. Da oben ist die Hauptstraße. Hey. Das war jetzt so nicht geplant, aber was will man machen? Wir wollen ja was sehen. Wenn ich da runter will zu dieser Südspitze, dann muss ich hier hoch. Was für ein Vieh. Mamma mia. So. Hey. St. Peters Pool. Ja, wenn das ein Pool ist, da springe ich gleich rein.
gesamten Rad. Wow. Ah. Ja, hier die fetten Dampfer hier, die Frachtschiffe. Was hat denn der für Gebilde oben drauf? Was sind das für Kammern? Schaut ja heftig aus. Nicht schlecht. Ja, da vorne ist irgend so ein Leuchtturm. Es sind viele Leute unterwegs, die hier hinten pilgern, wandern. Links ging es zu diesem St. Peters Pool vorhin. Da schaue ich doch noch mal hin, was das ist. Schauen wir erstmal hier zum Leuchtturm. Hier wird gebaggert und erneuert. Jawohl. Hey! Und ja, schauen wir mal, ob sich das jetzt gelohnt hat, hierher zu fahren, weil die Schiffe und so, naja, das ist jetzt nicht so atemberaubend. Und die Hafengegend da drüben, da war ich letztes Jahr auch schon da drüben. Irgendwas mit B heißt das Kaff. So, und wir müssen wahrscheinlich hier weiter. Ja, genau. Schauen wir mal, ob der Leuchtturm sehenswert ist und der Ausblick. Es windet sehr. As a meditation, music plays, never suspect. He doesn't play. Ja, ich weiß nicht, also so viel zu sehen gibt es jetzt hier wahrscheinlich nicht. Aber ich gehe mal hier hinter den Leuchtturm, vielleicht sieht man da ein bisschen was, aber da sieht man bloß die Hafengegend. Also auch nichts anderes, als was man jetzt auf dem Herweg gesehen hat. Irgendeine Militäranlage ist hier noch, Radar. Alles geboten hier und hier ist Schotter. Und gleich mal das kleine Blatt hier. Aber hier über den Schotterweg. Wo bin ich hier? Gibt es hier irgendwas? Hallo? Hier rein oder so? Lighthouse, Old Lighthouse. Ne, hier ist der Gemüsegarten. Ja, und da hinten die Werft. Ja, naja, okay. Gut, dann schauen wir mal zu den St. Peters Pool. Da schauen wir auf die andere Seite. Da sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. He doesn't pay for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance. The law of a probable outcome. And no one's needed that. Also anscheinend haben die hier noch so eine Festung. Die ist mir jetzt irgendwie gar nicht aufgefallen, wie ich daher bin zu dem Leuchtturm. Ich sah nur den Leuchtturm. Aber deswegen sind die Leute auch hier. Hier mit Burggraben. Ah, okay. Der Leuchtturm ist gar nicht das Objekt der Begierde, sondern hier das Fort. Ja, okay. Ich hätte mich auch gewundert, warum die ganzen Leute wegen am Leuchtturm hierher latschen. Schauen wir her. Aber heute auch geschlossen. Oder ne, da ist eine Tür offen. Ach, wir fahren einfach mal hin und gucken kurz rein, bis uns einer wegscheucht. Servus. Sieht man da was? Aha. Ich glaube, das schaut jetzt nicht sehr geöffnet aus. Wir fahren weiter. So, also St. Peters Pool, was auch immer das ist, da geht so ein ganz schlechter Weg jetzt runter, das mache ich jetzt nicht. So ein Trampelpfad könnte ich jetzt zwar, aber habe ich keine Lust zu. Man sieht es ja von hier, das ist einfach eine Bucht. Da kommt ein Boot, ja, und ja, da ist so ein Plateau, Steinplateau. Da kann man dann sich hinstellen und das Wasser beobachten. Die Jungs hier, die machen die Mauer neu. Ja, es ist halt eine von vielen kleinen Buchten. Also haben wir die auch gesehen von der Ferne. Weiter geht's. Ja, hier das ist die Baustelle. Da wäre ich jetzt eigentlich runtergekommen. Deswegen musste ich da hinten diesen komischen schmalen Weg hochfahren. Den wäre ich jetzt eigentlich runtergefahren, aber naja, es ist wie es ist. Wir machen die Straße neu gesperrt. Wir müssen sowieso jetzt darüber. Aber ich bin jetzt nicht wieder den schmalen Weg gefahren. Ich fahre jetzt die Hauptstraße.
Hey Leute, wisst ihr was? Hier ist jetzt recht schön. Ich flack mich jetzt hier ins Café und zwiffel ein kleines Cola und ein Käffchen. Ja? Was meint ihr? Gute Idee. Ja, das Ambiente passt auch. Wunderschön hier. Drüben der Hafen, der Markt. So viel los ist hier auch nicht. Das machen wir doch jetzt glatt, ne? Weil Radfahren besteht auch aus Pausen, vor allem mit Kaffee. Der hat mich beinahe abgeräumt hier, der Kellner, mein lieber Schwan. So, wir fahren weiter. Genug Kaffee und Cola. Oh. Und ja, hier ist buntes Treiben. Alle sitzen sie draußen hier an der Promenade am Hafen. Wunderschön hier, die Sonne scheint, 20 Grad, was will man mehr. Cafés links wie rechts. Und ja, ich fahre jetzt noch die restliche Tour, 30 Kilometer haben wir noch und dann war es das erstmal von der Tour Nummer 1 hier aus Malta. Und ja, ich melde mich später nochmal, zeige noch ein paar Eindrücke und dann war es das erstmal vom Tag 1. Und hier ist der Touribus. Jawohl, hop on, hop off. So, da geht es jetzt auch noch runter. Schauen wir uns auch noch an. Zurück, Blue Grotto. Oh, hier, Baustelle. Gefährlich. Mamma mia. Eieiei. Mit einer Hand hier, Vorderradbremse, nicht gut, wenn es sandig ist, aber wunderschön hier. Schauen wir her. Also, das machen wir noch. Ist natürlich der totale Touri-Spot hier. Also überhaupt nicht meins. Aber wir müssen uns das angucken. Jetzt warten sie alle auf den Bus. Ich hoffe, dass die meisten schon gegangen sind, weil wir haben ja schon Nachmittag. Das Abendessen ruft. Mal gucken, gibt es hier irgendwas zu sehen? Ah, hier links glaube ich. Ah, das ist schon zu. Das ist aber nicht schön. Hier war so ein kleiner Park. Warum ist hier zu? Was soll das? Frechheit. Mal gucken, weiter unten. Aber ich glaube, da kommt doch. Hier ist nochmal ein kleiner Spot, wo man schauen kann. Da steht natürlich jetzt das Auto davor. Ich steige mal ab. Der Zementmischer ist auch da. Naja, letztes Jahr war es ein bisschen schöner. Also sprich, da war nicht hier LKW und alles da.
Aber es geht schon. Es ist auch nicht mehr so viel los, wie man sieht. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr war hier die Hölle los. Überhaupt nicht schön. Aber hier hat man einen super Ausblick. Natürlich weniger, je weiter man runterkommt. Jetzt bin ich schon hier am Wasser. Aber gut. Da hinten ist auch noch was, so eine Insel. Ich nehme mal die Kamera ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Ich blende es ein. Ja, hier bauen sie rum. Absperrgitter oder so Matten da, so komische. Naja, das ist die blaue Grotte hier, wo auch immer die ist. Kann man wohl ja, irgendwelche Bootstouren machen. Ach ja, genau, das sind sie irgendwie hier mit dem Boot entlang fahren. Die ist da irgendwo. Kann man machen, wer sowas sehen will. Ich will es nicht sehen. Ich schaue jetzt, dass ich wieder heimkomme und beende gleichzeitig das Video hier an der Stelle. Oh, wo filme ich denn hin? Hier bin ich. Und ja, bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Ist eh schon lang genug geworden, aber so ist es halt. Ne? Gibt immer viel zu sehen. Ja, kommentiert, liked. Ihr könnt auch abonnieren auf TikTok, auf Instagram, Strava und Komoot. Dann seht ihr immer alle Touren, die ich so gefahren bin. Und ja, dann schaltet wieder ein beim nächsten Video hier aus Malta. Bis dahin, ciao, ciao.